Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Werner Watches. Heute stelle ich euch die Vintage Watches of the Month auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise vor. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Termin, waren gerade das Auto waschen. Wir sitzen in einem wunderschönen 1972er-8 Mercedes-Benz. Und ja, wir sind wie gesagt auf dem Weg zu einem Termin, haben einige Uhren dabei, die der Kunde sich im Übrigen auch ansehen möchte. Und die stelle ich euch heute vor. Angefangen mit der Uhr, die ich auch gerade trage. Ich muss ein bisschen auf die Straße schauen, das könnt ihr sicherlich verstehen. Mit dieser wunderschönen Rolex Datejust 16013 Stahlgold mit Leinenziffernblatt. Tolles Modell, komplett original, mit dem Jubilee-Band, wie man es kennt, und Gelbgold-Vinette. Das ist tatsächlich eine sehr, ich sag mal, spannende Konfiguration, die nicht jedem gefallen wird. Stahlgold ist natürlich ein bisschen edgy, ein bisschen aneckend, aber vielen gefällt es auch. Ich finde generell, dass Stahlgold gerade so einen kleinen, wie sagt man, so einen kleinen Return macht und wiederkommt. Was ich persönlich sehr schön finde. Gerade an der Santos Carré, die ich natürlich auch oft anbiete, bin ich ein Riesenfan von und ich finde, die Datejust ist da nicht weniger schön. Abgesehen davon muss man sagen, dass diese Uhr natürlich eine ganz ikonische Rolle in einem meiner absoluten Lieblingsfilme einnimmt, und zwar American Psycho mit Christian Bale. In dem trägt er in der Rolle eines psychisch kranken, mordenden Bankers eine stahlgoldene Datejust. Gut, vielleicht will man mit der Rolle nicht assoziiert werden, aber die Uhr ist nichtsdestotrotz sehr schön. Und das ist die erste Vintage Watch of the Month, Februar 2023. So, bleiben wir beim Thema Stahlgold. Ich habe jetzt eine neue Uhr angelegt. Natürlich nicht während der Fahrt, das würde ich niemals machen. Und zwar diese wunderschöne Cartier Santos Carré, von der ich eben schon geredet habe. Referenz 2961 in Stahlgold. Die Uhr ist erst vorgestern bei mir angekommen. Ich bin total happy, sie gekauft zu haben. Ist ein echt schönes Modell, unpolierter Zustand, was mittlerweile echt selten ist. Und die Uhr kommt von der Erstbesitzerin aus einer Stadt ganz in der Nähe, Bad Nauheim. Das wird der ein oder andere kennen. Das ist ein Kurort vor Frankfurt. Wie gesagt, ganz tolle Uhr, originaler Schliff, Swiss-only Ziffernblatt, bedeutet Originalblatt. Krone ist noch toll, das Band hat sehr wenig Stretch, die Schrauben sind poliert. So muss eine 2961 aussehen letztendlich. Wie gesagt, wahnsinnig tolle Uhr und ich meine, schaut sie euch an, trägt sich auch toll. Ich hoffe, ihr könnt das an meinem Handgelenk ordentlich sehen gerade, aber trägt sich 1A und gerade jetzt in diesen, ja, ich sag mal, sonnigen Februar- und Märztagen wärmt die den kalten Tag doch ein wenig auf. Und macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß. Ansonsten ist es das altbekannte Modell. Ich sagte schon, Referenz 2961, Automatik, 29 x 41 mm mit einem ETA-Werk. Absoluter Bieter, unkaputtbar, wenn man das so sagen darf. Und wenn man so eine in vernünftigem Zustand bekommt, ja, kann man sich echt glücklich schätzen. So, während wir jetzt auf die malerische Skyline Frankfurts zufahren, hier auf der Hamburger Allee, habe ich schon wieder die Uhr gewechselt und jetzt trage ich eine Uhr, die tatsächlich einer meiner absoluten Favorites aktuell im Shop ist. Ihr wisst, wenn ihr meine Videos fleißig verfolgt, dass ich ein riesiger Fan von Breguet-Indizes bin. Und ihr wisst, dass ich mit Omega angefangen habe, dass Omega meine erste große Liebe war und ich wirklich zu großen Teilen über eine ganz lange Zeit nur oder fast nur mit Omega-Uhren gehandelt habe. Entsprechend haben wir auch eine Omega am Handgelenk, und zwar eine Referenz 2577, das ist eine Omega Seamaster aus den 70er Jahren. Pardon, aus den 50er Jahren, nicht 70er. Mit Breguet-Indizes, Stahlgehäuse und einem wunderschönen und sehr gut passenden Beats of Rice Bracelet, außerdem mit der korrekten Krone. Also wirklich eine komplett schlüssige Vintage-Uhr mit einer sehr schönen Patina auf dem Ziffernblatt.
Und ja, die Uhr hat wie gesagt diese Breguet-Indizes, die mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe das Modell lange auch privat gehabt mit kleiner Sekunde, also in meiner Privatsammlung. Die habe ich dann zwar veräußert, aber ich bin immer noch ein Riesenfan. Außerdem hat die Uhr Radium-Indizes und Zeiger, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, weil du eben doch eine recht monochrome Uhr hast. Stahlgehäuse, Stahlband, weißes Ziffernblatt, Stahlindizes. Und dadurch, dass die Uhr aber so eine tolle Patina angenommen hat und das Radium so patiniert ist ins Dunkelbraune rein, wirkt die Uhr viel lebendiger und macht einfach mehr Spaß. Abgesehen davon ist dieses Ziffernblatt so selbstverständlich einzigartig, denn Patina lässt sich nicht fälschen, Patina lässt sich nicht nachmachen. Bedeutet, mit der Uhr gibt es keinen zweiten, der die trägt. Es wird bestimmt noch jemanden geben, der dieses Modell trägt, wobei ich sagen muss, mit den Breguet-Indizes und Zentralsekunde ist das schon wirklich eine sehr, sehr seltene Uhr. Aber mit der Patina gibt es niemanden. Es ist eine de facto einzigartige Uhr. Und das ist schon was ganz Besonderes. Jetzt fahren wir hier gerade an der Messe entlang und haben den Hammermann, eines der Wahrzeichen von Frankfurt, passiert. Und ich habe die Uhr wieder gewechselt. Jetzt trage ich eine Uhr, die in das Interieur dieses Autos wahnsinnig gut passt, was die Farbpalette angeht. Wir haben hier so wunderschöne Holzakzente und es ist tatsächlich eine Cartier Tank. Ihr kennt das Modell, Maste Cartier Tank, mit dem Tortoise Shell Ziffernblatt, das heißt Schildkrötenpanzer-Ziffernblatt, der ja auch oftmals tatsächlich von vielen, ja meist Unwissenden, als Wood-Dial bezeichnet wird, denn es sieht tatsächlich genauso aus. Es wirkt so, als wäre es ein Holzziffernblatt. In dem Fall ist es ein ganz geiles Modell mit einer tollen Historie. Und zwar wurde die Uhr in den 90er Jahren, oh jetzt haben wir hier gleich Blaulicht, wurde die Uhr in den 90er Jahren revisioniert von Cartier. Und im Rahmen dieser Revision wurde das Band gewechselt und einige Papiere zur Uhr mit ausgestellt. Danach, also nach dem Service in den 90er Jahren, wurde die Uhr aber nicht mehr getragen. Das bedeutet, wir haben eine Uhr, die quasi seit 25 Jahren im Schrank liegt. Und entsprechend sieht auch das Band aus. Lustigerweise ist aber das alte, originale Band noch dabei. Also das Band ist auch original von Cartier und wurde in dem Service gewechselt. Aber das davor getragene Band ist auch noch dabei. Ansonsten klassische Dimension, 23 x 30 mm. Ganz leichtes Spiderweb Patina. Das bedeutet, dass der Klarlack, der über diesem Tortoise Shell Dial liegt, leicht gerissen ist. Ja, theoretisch ist das Schaden, praktisch ist das aber was Wunderschönes, weil es im Licht schön changiert und man einfach auch da wieder was Einzigartiges hat. Das Gehäuse ist schön angelaufen, sieht noch sehr, sehr gut aus. Das Gehäuse ist das klassische 23 x 30 mm Gehäuse, was man auch von der Tank Louis kennt. Und es ist ein Handaufzugsmodell, was jetzt auch nicht gerade üblich ist für die 23 x 30er Maste Cartier Tanks. Die waren nämlich meistens Quarzmodelle. Wir nähern uns jetzt langsam unserem Ziel, fahren die Mainzer Landstraße entlang und nein, ich habe die Uhr nicht gewechselt, sondern ich habe einfach eine zweite angezogen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist das sogenannte oder auch Double Wristing. Wird so ein bisschen belächelt, um ganz ehrlich zu sein. Ich mache das aber total gerne. Ich habe zwei Handgelenke, also kann ich auch zwei Uhren tragen. Und wenn es zwei Uhren sind, die auch zusammen Sinn machen oder sich irgendwie ergänzen, dann finde ich, kann man das absolut machen. In dem Fall ergänzen sie sich tatsächlich. Links die schmuckige Cartier, über die ich eben geredet habe, und rechts jetzt mal was ganz anderes. Eine klassische Vintage-Uhr, die auch schon wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Eine tolle Universal Genève Pole Router. Das Modell kennt ihr wahrscheinlich, weil es eins der allerersten Designs von Jared Genter, dem Designer der Audemars Piguet Royal Oak und Patek Philippe Nautilus war. Wunderschöne Uhr, wie gesagt, mit den Twisted Lugs, das bedeutet den angewinkelten Hörnern, einem schwarzen Ziffernblatt, einem schwarzen Gilt-Ziffernblatt und dem silbernen Chapter Ring außen. Wie gesagt, tolle Uhr mit Mikrorotor, das ist eine Komplikation, die man heute ja wirklich nur noch sehr, sehr selten findet und meistens dann in Haute-Horlogerie-Werken von Patek und Co. Hier hat man dieses Werk in einer Uhr, die gelinde gesagt weniger kostet als eine Nautilus.
und gleichzeitig aber richtig viel Spaß macht. Die gibt es in zwei Größen, 35,5 und 33,5. Das ist die kleine, die 32,5er, trägt sich trotzdem toll, 18er Band, in dem Fall ein schönes Ziegenlederband dran in der dunkelgrün Farbe. Das passt super gut zum schwarzen Ziffernblatt mit Datum auch in dem Fall und trägt sich super, ist sportlich, also ist tatsächlich eine frühe Sportuhr, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, und macht entsprechend total viel Sinn und ist meiner Meinung nach auch noch so ein Sleeper. Also ich weiß, die Leute reden seit Jahren davon, oh, die Pole Routers sind zu günstig, aber ich bin der Meinung, dass sich das nicht so wirklich verändert hat. Ich meine, klar sind die im Preis gestiegen, aber alles andere halt auch. Und wenn man sich überlegt, was eine, sagen wir mal, Datejust, die 16013, die ich euch eben gezeigt habe, kostet, die kein Mikrorotor hat, die kein Genta-Design ist und die, ja, ich sag mal, mehr Massenware und auf jeden Fall deutlich weniger selten ist, dann ist die Pole Router in zumindest den eben genannten Kategorien der Uhr auf jeden Fall deutlich überlegen. Und ich bin total froh, die Uhr jetzt tragen zu dürfen. Sie passt auch gerade gut zum Outfit mit der grünen Jacke. Und ja, sie macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ist eine tolle Uhr. Mir gefällt das Fadenkreuz in der Mitte und ich kann sie euch nur ans Herz legen, keine Frage. Das war's dann auch mit dem Video. Wir stehen gerade auf der Hochstraße im Stau. Das ist leider ein Klassiker hier in Frankfurt um die Uhrzeit. Ich hoffe, dieses bewegte Video hat euch gefallen. Vielleicht ist ja die eine oder andere Uhr für euch dabei, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Den Link zu Chrono24, wo die Uhren online sind, findet ihr in der Videobeschreibung. Liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.